Hallo allerseits und willkommen zum Kanalupdate für Mai und Juni 2022. Wie immer schauen wir uns an, was es so Neues gibt rund um den Kanal, woran ich arbeite, was ich fertiggestellt habe, was für Messen auch anstehen und was es sonst so gibt. Anfang Mai hatte ich ja ein bisschen Urlaub und die Zeit habe ich auch sehr produktiv genutzt, wie wir später noch sehen werden. Ich habe aber auch ein bisschen Zeit gefunden, um ein paar Tage wegzufahren. Da war ich wieder mal in Verdun. Da war ich das letzte Mal, glaube ich, 2014 und ja, das ist jetzt doch wieder einige Jahre her und darum wollte ich da wieder mal hinfahren und mein Wissen dazu ein bisschen auffrischen. Dann steht demnächst auch noch ein Messetermin an, das ist schon sehr bald, und zwar findet am 1., 2. und 3. Juli 2022 in Veldhoven, das ist bei Eindhoven in den Niederlanden, die World Model Expo statt. Ja, jetzt nach mehrjähriger Verzögerung soll das Ganze jetzt starten. Da werde ich vor Ort sein als Besucher. Als Aussteller, glaube ich, da habe ich, glaube ich, nichts zu melden. Da bin ich, glaube ich, nicht zu gut dafür. Aber ich möchte mir das auf jeden Fall mal anschauen. Ich wollte ja generell mir schon mal länger die Scale Model Challenge anschauen. Und da ist jetzt eben die World Model Expo dieses Jahr drauf gepfropft, sage ich mal. Also ja, noch ein Grund mehr, dahin zu fahren. Ja, bei den Spritpreisen und so weiter ist es natürlich eine ziemlich finanzielle Belastung, würde ich mal sagen, aber das gönne ich mir jetzt einfach mal, denn wer weiß, wo die nächste World Model Expo stattfindet, die kann ja irgendwo in Singapur sein oder in Buenos Aires oder sonst irgendwo. Da ist jetzt, sage ich mal, Eindhoven doch jetzt nicht so weit und da kann man das dann auch rechtfertigen, da hinzufahren. Also ja, ich werde da sein und wenn ihr mich seht, dann sagt einfach Hallo, dann können wir ein bisschen quatschen und gemeinsam diese, wie ich doch annehme, großartige Ausstellung genießen. Dann noch ein paar Worte zu einer Ausstellung, die schon stattgefunden hat. Ende Mai hat die 7. Modellbauausstellung Modell trifft Original in Leipheim im Fliegerhorst-Museum stattgefunden. Das war ja nur eine eintägige Veranstaltung, was ich sehr angenehm finde. Hat wieder Riesenspaß gemacht, war echt cool, dort vor Ort zu sein und da einen Tisch zu haben, wo ich dann eben meine Dioramen ausstellen konnte. Waren auch viele Besucher da, was mich sehr gefreut hat, obwohl es ja doch eigentlich eine kleine Veranstaltung ist. Aber das war echt super gemütlich, super spaßig, sehr familiär, hat mir wieder wirklich sehr gut gefallen. Weiterhin habe ich auch diverse Spenden erhalten, größtenteils auf der Ausstellung in Leipheim, aber auch auf anderen Wegen. Das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Da waren wirklich ein paar wirklich enorm großzügige Spenden dabei. Das ist wirklich beeindruckend. Schauen wir uns die erste Spende hier gleich mal an. Die ist von David und die war so direkt an mich gerichtet. Da ist einiges Schönes dabei, wie ihr sehen könnt. Zum Beispiel einige Figurensätze, die teilweise auch mittlerweile relativ selten sind. Und auch mehrere Sätze dieses Flosses von Dragon. Da kann man dann so eine Brücke draus bauen, wenn man möchte. Finde ich auch ganz interessant. Das Pionierwesen an sich finde ich sehr spannend und das mal modellbauerisch irgendwie darzustellen auf einem Diorama, das ist mit Sicherheit interessant. Ja, und besonders spannend fand ich da diese Diesellok. Die ist laut David ganz gut geeignet für mein K5E Eisenbahngeschütz. Ja, das ist ja eh schon so ein Riesenprojekt, aber ich werde auf jeden Fall versuchen, diese Lok da irgendwie zu integrieren, weil die einfach dazu passt als Rangierlok. Macht das Diorama dann halt noch ein bisschen größer, aber halt auch interessanter und ich denke, das ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Ja, und spannend sind auch diese 3 Bäume. Bäume sind immer super für jeden Dioramenbauer, sind ja auch teilweise nicht so leicht zu bekommen. Und ja, daher bin ich da besonders dankbar dafür. Finde ich echt cool. Vielen Dank, David. Das ist wirklich enorm großzügig. Und ja, wie wir jetzt noch gleich sehen werden, war das ja auch nicht die einzige Spende von dir. Der David hat nämlich noch eine wesentlich größere Spende fürs Ferienprogramm getätigt, was natürlich enorm hilfreich ist. Im Übrigen, das Ferienprogramm soll dieses Jahr auch wieder stattfinden. Ich habe den Kurs schon angemeldet hier auf der Gemeinde. Und das Angebot wird dann demnächst online gestellt und dann können sich die Kinder und Jugendlichen
dann ja, anmelden. Und ich bin dann schon gespannt, wie viele es sein werden. Ich denke mal, am Baumaterial wird es nicht mangeln, dank eurer tollen Spenden. Ja, also der David hat wirklich Dutzende Bausätze locker gemacht, also es müssten so ungefähr 50 sein. Das ist natürlich ja einfach nur irre. Also ich denke, das sind ja wirkliche Werte. Man könnte das ja auch, wenn man es loswerden will, problemlos über eBay oder so verkaufen. Aber dann einfach das en gros, sage ich jetzt mal, für mein Ferienprogramm zu spenden, das ist wirklich aller Ehren wert. Und haut mich echt von den Socken. Also wie ihr sehen könnt, da ist auch alles dabei. Flugzeuge, Panzer, Figuren, Schiffe, ja, querbeet auch verschiedene Maßstäbe. Also ich denke, da werden auch alle Schwierigkeitsgrade mehr oder weniger abgedeckt. Und auch faszinierend, nochmal so ein Revell Airbrush Set. Das ist natürlich auch cool. Jetzt habe ich da schon 2 so Köfferchen. Also da kann ich meinen Werkzeugpark allmählich doch ganz gehörig ausbauen. Und ja, die ganze Infrastruktur hinter so einem Kurs ist ja auch wichtig. Also die Bausätze, gut, sind mehr oder weniger das Entscheidende, aber Werkzeuge und Farben und so weiter sind natürlich auch ein Thema. Und finde ich immer gut, dass diese ja, großzügigen Unterstützer das dann eben auch bedenken und eben auch sowas noch springen lassen. Also David, vielen Dank, und ich denke, du hast auch dir einen großen Applaus verdient von allen Zuschauern und auch unsere Anerkennung. Also das ist wirklich überragend. So eine Riesenspende auf einmal. Wir haben es ja kaum in mein Auto reinbekommen in Leipheim, diese ganzen Pakete mit den Bausätzen. Also wirklich krass und enorm. Vielen Dank dafür, David. Du bist echt ein super Typ. Die zweite Spende fürs Ferienprogramm kommt vom Thomas. Der Thomas ist ein langjähriger Unterstützer meines Kanals, macht auch immer bei der Videomodel Show mit und so weiter. Also der Thomas ist einfach ein cooler Typ. Und der hat 5 Flugzeugbausätze springen lassen fürs Ferienprogramm und auch eine 1:16er Figur von Mini-Art. Das freut mich natürlich auch als Figurenliebhaber, dann den Kindern und Jugendlichen auch dieses Thema zugänglich machen zu können mit so einem Bausatz. Vielleicht ist ja da eine oder andere dann so fasziniert davon, dass er da vielleicht auch ein Interesse dafür entwickelt. Und ja, wie gesagt, es ist immer wichtig, möglichst viele Genres da abzudecken, dass auch wirklich alle Kinder und Jugendlichen da was finden, was ihren Interessen auch entspricht. Und ja, Thomas, vielen Dank dafür. Das finde ich wieder super von dir, dass du mir da weitergeholfen hast mit deiner Spende. Und ich bin mir sicher, wir treffen uns demnächst mal wieder. Und die dritte Spende fürs Ferienprogramm stammt von meinem lieben Vereinskollegen Heinz. Der hat auf einer Modellbauausstellung, auf der ich nicht persönlich zugegen war, in meinem Namen einige Spenden organisiert und auch selber noch einige Bausätze dazu getan. Das ist natürlich auch super, wenn dann ja dieses Konzept oder diese Idee vom Ferienprogramm auch ein bisschen die Runde macht und da eben auch Unterstützer findet auf, ja, ich sage jetzt mal indirekten Wege. Ja, vielen Dank, Heinz. Du hast ja schon in der Vergangenheit viel gespendet und organisiert für das Ferienprogramm und auch dafür hast du meinen besonderen Dank. Solltet auch ihr das Bedürfnis haben, das Ferienprogramm oder auch mich direkt zu unterstützen, dann schreibt mich einfach an, dann können wir entsprechendes eben arrangieren. Weiterhin habe ich ja auch nach wie vor meine Patreon-Seite, auf der ihr mich unterstützen könnt für einen kleinen finanziellen Beitrag, wo ihr dann als Dankeschön zum Beispiel einige Videos vorab schon zu sehen bekommt. Und jetzt ganz neu, hier auf YouTube habe ich auch diese Super Thanks-Funktion, wo ihr auch einen kleinen Geldbetrag spenden könnt, wenn ihr wollt. Also das ist mehr so als ja, Kaffeekasse zu verstehen oder ich gebe dir ein Bier aus, so in der Richtung ist es. Ist natürlich komplett freiwillig und dafür gibt es eigentlich so direkt auch keine Gegenleistung. Bei Patreon schon. Also wenn ihr Lust habt, probiert es mal aus oder wie gesagt, schreibt mich an, wenn ihr Bausätze spenden wollt. Also da bin ich immer offen dafür. Anfang des Jahres habe ich ja einen Videobericht über Model Creator gemacht, also diese Firma, die 3D gedruckte Figuren anbietet, bei denen man dann auch selber die Posen und die Ausrüstung eben bestimmen kann,
mit so einem Tool, sage ich mal. Um diese Firma wurde es in den letzten Wochen ein bisschen ruhig und ich habe auch schon einige Anfragen von euch bekommen, wo ihr eben wissen wolltet, wie es damit weitergeht. Model Creator hat mir jetzt unlängst eine neue Produktcharge zugesendet. Hier wieder einen rhodesischen Infanteristen. Da hatte ich ja in meinem Video damals bemängelt, dass das Material vielleicht nicht optimal ist. Und wie man sehen kann, sie haben jetzt hier ein neues Material ausprobiert bei Shapeways. Und das Ganze macht auf jeden Fall einen wesentlich besseren Eindruck. Ich kann euch da ja mal Fotos davon einblenden. Wie ihr sehen könnt, ist es eine große Verbesserung gegenüber den Figuren, die ich euch zuvor mal vorgestellt habe von Model Creator. Das ist auf jeden Fall ein großer Schritt in die richtige Richtung. Freut mich auch, dass sage ich mal, meine Ratschläge da auch berücksichtigt werden und es dann eben auch dazu führt, dass am Ende dann Figuren auf den Markt kommen, die uns allen gefallen. Und ich denke, darum geht's. Ja, ist auf jeden Fall ein spannender Prozess, wie das da eben voranschreitet. Ich werde natürlich auch weiterhin versuchen, da meine Hilfe eben auch einzubringen und natürlich auch euch zu zeigen, wie das dann aussieht. Ich habe vor, zu dieser Figur vielleicht demnächst mal ein kurzes Video zu machen. Schauen wir uns jetzt an, welche Projekte ich seit dem letzten Update abgeschlossen habe. Insgesamt ist es mir gelungen, 2 Dioramen fertigzustellen und eines davon war hier dieses Diorama zum Ukraine-Krieg mit dem russischen BMD 4M, der da so verlassen auf dieser Straße steht. Da möchte ich mich zuallererst mal bei euch bedanken, und zwar für euer wirklich tolles Feedback zu diesem Diorama. Mir war ja vorher schon durchaus bewusst, dass das natürlich ein schwieriges Thema ist, was viele Leute vielleicht auch verärgern könnte und so weiter. Ich habe insgesamt auch nur 2 empörte Kommentare dafür bekommen hier auf YouTube und alle anderen waren sehr, sehr positiv und voll des Lobes. Und das freut mich natürlich, dass das so wertgeschätzt wird und deshalb möchte ich mich dafür nochmal ausdrücklich bedanken. Als ich das Projekt im vorausgegangenen Update zum ersten Mal vorgestellt habe, war das Ganze ja auch schon sehr weit gediehen. Da war jetzt nicht mehr so viel zu tun und deswegen konnte ich das dann auch relativ fix abschließen. Der BMD war ja schon lackiert, da ging es dann weiter mit der Alterung. Da habe ich erstmal ein Ölfarbenwash drauf, ein dunkles, um eben die Details ein bisschen zu betonen. Dann kamen die Lackschäden drauf. Da habe ich ein bisschen so Kratzer aufgetupft mit dem Schwamm und auch mit dem Pinsel mit Revell Matt 99 Aluminium. Denn große Teile dieses Fahrzeugs bestehen aus Aluminium, ist ja ein Luftlandepanzer und da braucht man eben so einen relativ hellen Metallton. Dann ging es an die Verschmutzung. Dafür habe ich wieder meine Schlammmethode verwendet mit Erde aus dem Garten, die ich mit Wasser, Holzleim und Spüli zu so einem Wash angerührt habe. Und damit habe ich eben das ganze Fahrzeug eingesaut, wobei ich da natürlich wesentlich mehr Dreck rund ums Fahrwerk aufgetragen habe. Erst nachdem dann diese, ich nenne es jetzt mal Grundverschmutzung auf dem Fahrzeug drauf war, bin ich dann hergegangen und habe noch diese Z-Abzeichen drauf gemalt. Die wurden nämlich anscheinend, ich sag mal, einen Tag bevor die Invasion losging, erst auf die Fahrzeuge gemalt. Deswegen muss eigentlich die Verschmutzung unter diesem Abzeichen eben hauptsächlich sein und diese Zs eben sehr frisch aussehen. Damit sich dann das Ganze nicht zu sehr absetzt, habe ich dann noch ein paar einzelne Schlammspritzer auf dem Modell aufgebracht, vor allem eben wieder rund ums Fahrwerk und an der Unterwanne, die dann eben auch über diese aufgemalten Z-Symbole gehen, damit das Ganze sich dann wieder so ein bisschen vereinheitlicht, sage ich mal, und es eben glaubwürdiger aussieht. Was ich hier wirklich interessant fand, war, dass man sich hier beim Thema Alterung wirklich sehr gut auf die wirklich guten Fotos verlassen konnte, die es da mittlerweile gibt. Man kann das einfach 1:1 nachbilden. Also das ist was ganz anderes, wie ich das sonst so gewohnt bin, wenn ich Fahrzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel darstellen will. Da gibt es meistens nur irgendwelche kriseligen Schwarz-Weiß-Fotos.
Da ist immer sehr viel Interpretation, sage ich mal, notwendig. Hier konnte man einfach mal einfach nur ein Foto nachbilden. Als nächstes konnte dann der BMD auf das Diorama geklebt werden. Da aber die Straße und das Fahrwerk nicht hundertprozentig zusammengepasst haben, musste ich da ein bisschen Gewalt anwenden. Ich habe dann das Modell mit Hämmern beschwert, damit das Fahrwerk sich dann wirklich satt an den Untergrund anlegt. Und so konnte das dann trocknen. Ja, und dann sieht das auch wieder deutlich glaubwürdiger aus, wie wenn eben so ein Rad irgendwie so in der Luft hängt und die Kette eben auch keinen Kontakt hat zur Straße. Ja, und dann ging es noch an die Figurenbemalung. Das war auch interessant, weil ich relativ selten Zivilisten bemal. Da konnte man einfach mal auch andere Farben verwenden, gerade bei dieser Reporterin. Das war mal was anderes. Also eine schöne Abwechslung. Dann konnte ich alle Teile aufs Diorama kleben. Den Rahmen habe ich wie immer schwarz bemalt und ich möchte es nicht sagen als Verzierung, aber für etwas mehr zusätzlichen Kontext habe ich dann auf den Rahmen auch noch so ein Z geschmiert. Ja, insgesamt bin ich natürlich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich würde sogar sagen, dass das eines meiner besten Dioramen ist, die ich so bisher gebaut habe. Also da hat eigentlich wirklich alles super geklappt und sieht einfach sehr realistisch aus. Das Problem ist nur, und da haben mich auch schon ein paar Leute darauf angesprochen, Ausstellungen, da kann ich das jetzt so ohne weiteres nicht mitnehmen, da ja auch dieses Z-Symbol in Deutschland unter gewissen Voraussetzungen strafbar ist, wenn man das zeigt. Wie ich da zu diesem Ukraine-Krieg stehe, habe ich ja schon im vorherigen Update erklärt. Muss ich jetzt hier nicht nochmal machen, das sollte eigentlich klar sein. Für Ausstellungen so nicht ohne weiteres geeignet. Muss ich mal schauen, wie das sich in Zukunft verhält. Vielleicht könnt ihr es ja mal sehen live auf einer Ausstellung. Und wenn nicht, dann halt nicht. Kann ich es auch nicht ändern. Jedenfalls ein interessantes Projekt und ich habe auch noch mehr Projekte und Dioramen zum Thema Ukraine-Krieg so im Hinterkopf. Habe mir da auch schon ein paar Bausätze dafür besorgt. Das werden wir uns dann später noch anschauen. Das zweite fertige Projekt befasst sich mit einem wesentlich weniger kontroversen Thema, nämlich der Wehrmacht. Wie ihr sehen könnt, mein Sonderkraftfahrzeug 10 mit der Pak 36 und dem Diorama dazu, das ist alles fertig. War auch ganz interessant und da war natürlich noch wesentlich mehr zu tun als bei dem Ukraine-Krieg-Diorama. Das Ganze hat sich zur Zeit des vorherigen Updates ja noch im Rohbau befunden. Da war zunächst mal die Aufgabe, die Figuren dafür zu bauen. Das ist so ein Mischmasch. Da habe ich wieder so verschiedene Figurenteile und Bausätze verwendet. Zum Beispiel der liegende Soldat, der ist von TriStar. Hier dieser Offizier, der ist von Dragon. Ja, und die anderen Figuren, die habe ich so aus diversen Teilen so zusammengestückelt, sage ich mal. Da ist ICM dabei, Masterbox, Mini-Art, Dragon und so weiter. Das sind alles so Hersteller, wo ich finde, dass die sehr gut miteinander kombinierbar sind, weil die vom Stil, sage ich mal, relativ ähnlich sind. Zum Beispiel Tamiya-Figuren, die sind auch schön, aber die haben einfach eine andere Optik, einen anderen Stil und die stechen immer so ein bisschen heraus, finde ich. Dann konnte ich in die Lackierphase übergehen. Zuallererst wurde das Sonderkraftfahrzeug 10 erstmal mit schwarzer Acrylfarbe grundiert und danach kam der eigentliche graue Anstrich drüber. Dafür habe ich von Revell das Matt 78 Panzergrau verwendet, das an einigen Stellen noch mit Matt 79 Blaugrau ein bisschen aufgehellt wurde. Dann wurden die Details bemalt, einfach mit dem Pinsel, alles nacheinander eben bemalt. Dann wurde das Modell mit Seidenmatten Klarlack versiegelt und die Abziehbilder aufgetragen. Die stammen aus der Reste-Kiste. Da habe ich versucht, die Markierungen nachzubilden, die ich auf einem Vorbildfoto gesehen habe, weil ich die eigentlich ganz interessant fand. Dann gab es wieder eine Kleinigkeit zum Montieren, nämlich die Ketten. Ich habe ja für dieses Modell die Magic Tracks von Dragon verwendet, die ich da ja noch über hatte, von meinem Kit Bash Projekt.
Ja, damit habe ich eben gewartet bis nach der Lackierung, damit diese Ketten dann auch wirklich einen guten Sitz haben auf dem Fahrwerk. Da habe ich zuerst mal einfach nur die Kettenglieder zusammengeklebt, ja, und dann auf dem Fahrwerk platziert und fixiert, damit die dann eben in dieser Position aushärten. Dann habe ich die Ketten wieder abgenommen und diese Gummipolster noch aufgeklebt. Ja, und dann wurden die Ketten auch noch entsprechend lackiert und dann wieder auf dem Modell befestigt. Damit war das Modell dann auch bereit für die Alterung. Da bin ich wie immer vorgegangen. Erstmal in Ölfarbenwash, um die Details zu betonen. Dann kamen die Lackschäden drauf. Die habe ich teils mit dem Pinsel aufgemalt, teils mit dem Schwamm aufgetupft. Da darf auch hier und da ein bisschen diese rotbraune Grundierung auch durchscheinen, die Fahrzeuge der Wehrmacht im Allgemeinen hatten. Ja, und dann wurde noch ordentlich verstaubt. Dafür habe ich Erde verwendet, die ein Bekannter von mir mir mal mitgebracht hat von dem Campingplatz in Spanien. Ja, finde ich, der Farbton ist halt wesentlich heller wie die Erde, die wir hier haben, und wirkt da sehr passend dafür, für so eine Staubschicht eben. Dann habe ich mich ums Diorama gekümmert. Das wurde auch erstmal alles schwarz grundiert. Dann habe ich das Stalin-Monument bemalt nacheinander, teils mit der Airbrush, teils mit dem Pinsel. Das Ganze wurde dann auch wieder mit Ölfarben behandelt, um dem Ganzen ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Ja, und dann wurde die Oberfläche weiterhin gestaltet. Auch wieder mit der Erde aus Spanien von meinem Bekannten. Ja, ein paar Grasbüschel von Martin Wellberg und diese Blumenreihe, die ist von Noch. Und dann habe ich noch so ein paar kleinere Details hinzugefügt, wie zum Beispiel so eine Beschilderung von Mini-Art. Die Tauben sind auch von Mini-Art. Ja, und vor dem Monument liegen noch ein paar erbeutete sowjetische Ausrüstungsgegenstände. Die sind einfach aus meiner Restekiste, da weiß ich nicht, von welchem Hersteller die sind. Wahrscheinlich Dragon oder ICM. Und zum Schluss galt es dann noch, die Figuren zu bemalen. 6 Stück an der Zahl, das ist gar nicht mal so wenig. Ich hatte dieses Jahr ja schon eine Figurenmalorgie für das Diorama mit dem T34 und dem Stuck 3. Da waren es allerdings 12 Figuren. Aber ja, auch 6 Figuren zu bemalen ist doch relativ aufwendig und zeitintensiv. Habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Tage gebraucht. Gott sei Dank hatte ich da Urlaub, da konnte ich dann ganz fokussiert daran arbeiten. Ja, und zum Schluss habe ich dann noch alles aufs Diorama geklebt, den Rand schwarz bemalt, und hier vorne seht ihr so ein deutsches Mützenabzeichen. Das ist eine billige Repro, dient hier dem Zweck mehr als ausreichend. Ja, und damit ist das Diorama auch schon wieder fertig. Also ja, ich dachte auch, das ist ein bisschen aufwendiger, aber es ging dann am Ende doch relativ schnell. Und das Ergebnis, finde ich, ist sehr interessant. Ist mal was anderes. Keine Kampfszene, einfach nur hier so raschende Soldaten. Und ich finde dieses Stalin-Monument, das hier auch so ein bisschen verunstaltet wurde, sage ich mal, mit so einer Aufschrift, ja, das hat schon irgendwie was, ist mal was anderes. Kommen wir nun zu den Projekten, die ich noch aktuell in Arbeit habe. Hier seht ihr den hinteren Teil meines K5E Eisenbahngeschützes von Dragon. Das war ja ein Bodybuild mit Felis barcinonensis. Damit bin ich direkt nicht vorangekommen, indirekt aber schon. Und zwar habe ich hier noch eine kleine Korrektur vorgenommen, und zwar was diese beiden Abgasrohre hier betrifft. Sowohl beim Dragon als auch beim Trumpeter Bausatz zeigen diese Abgasrohre nach vorne. Ich habe mir da einige Fotos angeschaut. Meistens zeigen diese Rohre zur Seite, so wie ich es dann hier auch korrigiert habe. Manchmal zeigen sie auch nach hinten. Also nach vorne habe ich jetzt kein Foto finden können, wo man das sehen kann. Ja, muss aber nichts heißen. Also ja, ist ein bisschen seltsam, dass es da anscheinend verschiedene Orientierungen gab. Ich habe mich jetzt mal hier für diese Variante entschieden. Zusätzlich habe ich die Rohre auch noch ein bisschen eingekürzt. Die waren eigentlich viel länger.
ja, das habe ich hier noch entsprechend eben abgeändert. Weiterhin habe ich auch noch 2 neue Projekte begonnen. Was ihr hier seht, ist von Tamiya der Matilda 2. Das ist der neuere Bausatz. Da gibt es auch einen alten Bausatz aus den 70er Jahren, glaube ich. Das ist hier der neuere. Dargestellt hier als Beutefahrzeug des Deutschen Afrikakorps. Ja, das Fahrzeug basiert auf einem sehr interessanten Foto, was ich vor einer Weile entdeckt habe. An und für sich finde ich den Matilda nicht sonderlich interessant, aber auf dem Foto sieht man eben ein sehr ungewöhnliches Tarnschema und wie man sehen kann, habe ich das hier auch schon aufgetragen und nachgebildet. Gut, fangen wir aber vorne an, damit es nicht zu verwirrend wird. Wie gesagt, das ist der Tamiya-Bausatz, ist wunderschön zum Bauen, habe ich auch schon vor einigen Jahren gebaut, da allerdings als sowjetisches Lend-and-Lease-Fahrzeug während der Schlacht um Charkow. Ja, an und für sich, die Teile passen wunderbar zusammen, der Detailgrad ist auch okay, kann man echt nichts sagen. Ich habe nur an einigen Stellen mit ein bisschen Mr. Surfacer die Oberflächen nachbehandelt, die waren mir ein bisschen zu glatt. Ja, die Ketten, die sind im Bausatz beinhaltet. Da habe ich die Plastik-Segmentketten verwendet, der Bausatz kommt aber auch mit Gummiketten. Ergänzt habe ich nur die Verkabelung für diese Nebelschießbecher. Ja, das fehlt im Bausatz, ist aber, wie ich finde, ein ziemlich markantes Detail, was man eigentlich schon ergänzen sollte, ist auch relativ leicht zu machen. Weiterhin habe ich noch ein deutsches Abschleppseil hier noch draufgeklebt und ein bisschen Zuladung hier auf diesem Gepäckträger platziert. Das ist eine Kiste und eine Plane und ein paar Helme und so weiter, also nichts Besonderes. Anschließend habe ich mich ums Diorama gekümmert. Das besteht wie sonst auch aus einer Holzplatte. Das ist praktisch sozusagen die Basis. Außenrum werden dann Balsaholzplatten aufgeklebt, die dann den Rahmen formen und innen drin werden dann Styroporplatten eingeklebt. Und das Ganze kann man dann entsprechend zuschneiden, wie man das will, kann man dann praktisch die Geländeform herausschneiden. Ich habe mich jetzt hier für so eine Grube entschieden im Vordergrund. Das habe ich auf einigen Vorbildfotos entdecken können. Da wurden gerne Benzinfässer gelagert, einfach um die vor Beschuss zu schützen. Das Styropor habe ich dann mit Mörtel bestrichen. Das sorgt einfach für eine harte Oberfläche und das Ganze wird dann auch ein bisschen griffiger. Ja, und danach habe ich noch mit Modelliermasse die Landschaft einfach ein bisschen detaillierter ausgeformt. Anschließend habe ich das Diorama dann auch schon mal mit meiner Erdpaste bestrichen und auch schon ein paar so Steine eingearbeitet. Da habe ich rund um diese Grube so eine Bruchsteinmauer, sage ich jetzt mal, gebaut. So einen kleinen Wall. Habe ich auch auf einem Foto gesehen. Wahrscheinlich dient es dazu, um diese Grube einfach noch besser zu schützen, dass da nicht irgendwelche Granatsplitter reinfliegen oder so. Ja, und das Ganze ist schon mal eine sehr überzeugende Wüstentextur. Ich weiß jetzt noch nicht genau, ob ich das so lasse oder ob ich da noch hergehe und das mit der Airbrush irgendwie lackiere. Muss ich mir nur überlegen, wie ich da genau vorgehen möchte. Die Benzinfässer stammen von Mini-Art und von Model Victoria. Hat den Grund, ich wollte sowohl deutsche Benzinfässer haben als auch italienische. Ich finde, es ist durchaus plausibel, nachdem die ja da zusammen aktiv waren. Ja, und die Figuren, die sind von Alpine Miniatures. Da brauche ich nichts weiter zu sagen. Die sind wirklich hervorragend. Ja, praktisch nichts zum Versäubern, super leicht zu montieren, schön detailliert. Ich habe nur rund um die Schultern ein bisschen Mr. Surfacer aufgetragen, weil da einfach so ganz winzige kleine Spalten überbleiben. Und ja, die kann man eben mit diesem Flüssigspachtel ganz leicht zuschmieren. Dann habe ich auch schon damit begonnen, das Fahrzeug zu lackieren. Wie immer wurde das erstmal schwarz grundiert mit Acrylfarben von Revell. Und danach habe ich mir aus irgendeinem Grund eingebildet, diese sandgelbe Grundfarbe mit AK Acrylfarben zu machen. Da habe ich so ein Farbset dafür, für Tarnfarben vom Afrikakorps. Da war eine sehr ansprechende Farbe dabei.
dieses RAL 8000 gelbbraun. Und ja, das habe ich dann versucht aufzusprühen. Und wie man auf dem Foto sehen kann, mehr habe ich dann auch nicht geschafft, weil dann war die Airbrush schon komplett verstopft. Ja, also das ist schon ein bisschen ärgerlich. Also das sind solche Scheißfarben. Ja, werde ich für die Airbrush auf jeden Fall in Zukunft nicht mehr verwenden. So zum Pinseln, okay, meinetwegen, aber in die Airbrush kommt es nicht mehr rein, weil das ist einfach nur nervig. Stattdessen habe ich mir dann mein eigenes Sandgelb aus diversen Revell-Farben zusammengemischt und das ließ sich dann problemlos verarbeiten, ohne dass die Airbrush irgendwie verstopft hat. Gut, und dann war natürlich die Herausforderung dieses Tarnschema. Da habe ich mich dann natürlich an dem Vorbildfoto orientiert und mit Revell Matt 46 NATO Oliv dann diese Flecken eben aufgemalt mit dem Pinsel. Das alles irgendwie abzukleben und abzudecken, das war mir viel zu mühsam und ich gehe auch davon aus, dass das echte Fahrzeug auch einfach nur mit dem Pinsel lackiert wurde, weil das einfach sehr scharfkantig aussieht, dieses Tarnmuster, und ich finde, da ist es einfach naheliegend, am Modell dasselbe zu tun. Wie man sehen kann, habe ich auch schon die Abziehbilder aufgetragen. Auf dem Vorbildfoto sieht man das Fahrzeug nur aus dieser Perspektive von der Seite und da kann man eben ganz eindeutig diese 10 als Turmnummer erkennen. Habe ich dann auch hier auf der anderen Seite noch platziert hinter dem Gepäck, und hier vorne am Bug habe ich noch ein großes Balkenkreuz platziert. Das kann man auf dem Foto natürlich nicht erkennen, aber ich denke, das ist durchaus plausibel, da irgendwo zumindest noch ein Hoheitszeichen zu haben. Ja, als nächstes werde ich dann noch die Details bemalen und dann kann es eigentlich auch schon an die Alterung gehen und auch an die Bemalung der weiteren Komponenten. Und das zweite neue Projekt ist hier ein preußischer Infanterist aus dem Jahr 1870, also aus der Zeit des Deutsch-Französischen Krieges, von Best Soldiers im Maßstab 75 mm, also 1:24. Ja, ist eine Zinnfigur, besteht aus relativ vielen Teilen, was jetzt den Zusammenbau und auch das Handling, sage ich mal, nicht so ganz einfach macht. Es gab in der Vergangenheit schon mehrere Anläufe, diese Figur zu bauen und zu bemalen. Ich habe das aber jedes Mal wieder nach kurzer Zeit abgebrochen. Das hatte den Grund, vor allem an den Beinen war so ein ziemlich übler Formversatz. Und das fand ich einfach immer so ein bisschen deprimierend und wusste nicht so recht, was ich da machen soll. Und deswegen habe ich das immer wieder, sage ich mal, zurückgestellt. Aber jetzt hat es mir mal gereicht und ich habe allen Mut und alles Können zusammengenommen und habe eben mich darum gekümmert. Ich habe diesen Formversatz mit diversen Rund- und Vogelzungenpfeilen entfernt. Das war ziemlich aufwendig und hatte auch die Folge, dass manche kleine Details einfach zerstört wurden. Vor allem eben diese, ich glaube Tressen heißt's, an der Hose, also diese roten Streifen da, die da seitlich sind, die waren halt komplett weg hinterher. Und die habe ich dann neu aufgebaut aus Bleifolienstreifen, die ich da eben mit Sekundenkleber entsprechend befestigt habe. Und da Blei ja relativ weich ist, konnte man das da auch sehr gut eben in diese Falten und so der Hose eben einarbeiten. Außerdem gab es an der Figur auch ein paar Lücken, die man spachteln musste. Das sah aber eigentlich schlimmer aus, als es war, denn im Endeffekt hat es vollkommen ausgereicht, diese Lücken mit Mr. Surfacer 500 einfach zuzuschmieren. Also ich musste da dann nichts weiter schleifen. In die Füße der Figur habe ich Löcher gebohrt und in diese Löcher habe ich kurze Nägel eingeklebt mit Sekundenkleber. Dadurch konnte ich dann die Figur eben auf einen Holzklotz stecken, was dann eben die weitere Handhabung wesentlich vereinfacht hat. Ja, ihr wisst, eine Zinnfigur, die ist ziemlich schwer und auch empfindlich und deswegen braucht man da wirklich eine sehr gute Steckverbindung, damit das wirklich hält. Und auch hier jetzt auf dem Sockel, das ist auch ein Holzklotz und da ist die Figur sozusagen auch mit diesen Nägeln wiederum verankert, damit es wirklich gut hält.
Dann konnte es an die Bemalung gehen. Zuerst habe ich die Figur mit hellgrauer Acrylfarbe von Revell grundiert. Einfach nur deswegen, um zu sehen, ob nicht doch noch irgendwo irgendwelche kleineren Mängel sind, wie Luftlöcher oder kleine Spalten. Ich finde, bei so einer hellgrauen Farbe kann man das sehr gut erkennen. Bei Weiß oder Schwarz, finde ich, ist es wesentlich schwerer zu sehen. Weiterhin habe ich dann alle Hautpartien mit Revell Matt 35 Hautfarbe besprüht. Das kann man auch mit dem Pinsel machen, aber ich finde, die Airbrush ist da einfach die schnellere Methode und das Ganze wird auch einfach gleichmäßiger. Ab da wurde dann nur noch mit dem Pinsel gearbeitet und da habe ich dann eben peu à peu das Gesicht, den Helm und die Uniform bemalt. Da kam wieder meine Nasspalette zum Einsatz. Das ist, wenn man Figuren auf einem etwas höheren Niveau bemalen möchte, eigentlich unerlässlich, zumindest wenn man Acrylfarben verwendet, weil da bleiben die Farben einfach sehr frisch da drin und man kann die da auch sehr gut verdünnen, um da eben auch so diese Schattierungseffekte zu erzielen. Ja, wie ihr sehen könnt, die Figur ist auch schon praktisch fertig. Ich habe auch schon hier den Sockel hergerichtet, auch schon die Oberfläche ein bisschen gestaltet hier mit diesem Acker, wo der da drauf steht. Ja, also das Ganze ist so gut wie fertig. Ich werde dann noch den Sockel schwarz bemalen und noch so ein preußisches Wappen dran befestigen und das war's auch schon. Also da könnt ihr dann schon sehr bald mit einem Video rechnen dazu, wo ihr dann noch mehr zu sehen bekommt von dieser Figur. Alles klar, schauen wir uns jetzt an, was ich mir alles so Neues zugelegt habe seit dem letzten Update. Ja, wie ihr sehen konntet, wieder eine schöne Mischung aus Figuren, Zubehör und Fahrzeugen. Für diese modernen russischen Fahrzeuge habe ich natürlich wieder Projekte im Hinterkopf zum Thema Ukraine-Krieg. Da bleibt natürlich noch abzuwarten, was da so im Laufe der Zeit noch an Figuren auf den Markt kommen, die man da mit kombinieren kann. Und auch die M18 Hellcat ist interessant. Das ist ein Bausatz, den habe ich tatsächlich eingetauscht. Ist auch mal ganz interessant. Man muss nicht immer alles kaufen für bares Geld. Man kann auch mal was tauschen. Und da habe ich auch eine eher exotische Idee dafür. Da schwebt mir ein Fahrzeug vor der bosnischen Armee in den 90er Jahren. Da waren ja noch einige Hellcats unterwegs damals. Und so ein Fahrzeug mal darzustellen, ist bestimmt interessant. Zumal sich der Bausatz von Academy meines Erachtens dafür ein bisschen besser eignet als der von Tamiya oder von AFV Club. Worauf könnt ihr euch in den nächsten Wochen so freuen? Ich habe einige Videos in der Rückhand noch, zum Beispiel Bausatzbesprechungen, teilweise auch von den Bausätzen, die ich euch gerade eben gezeigt habe, aber auch ein paar andere. Dann werde ich natürlich auch über die World Model Expo ein Video machen. Die Zinnfigur dieses preußischen Soldaten, die ist ja auch schon so gut wie fertig, also auch da wird es bald ein Video geben. Und ich denke auch mit diesem Matilda-Diorama werde ich, glaube ich, ganz gut vorankommen bis zum nächsten Update. Also ja, das Ganze wird auf jeden Fall nicht langweilig werden und wie gesagt, ich habe auch einige interessante und abwechslungsreiche Videos noch in der Rückhand. Außerdem werde ich demnächst ein neues Projekt anfangen. Da habe ich mir schon was avisiert sozusagen. Und zwar einen japanischen Panzer
für diesen Pazifikkrieg-Gruppenbau von COINC. Das Ganze findet auf Facebook statt. Ich habe leider kein Facebook mehr, aber Cohen hat mir gesagt, dass ich trotzdem mitmachen kann. Und ja, da werde ich mich demnächst mal mit befassen. Gut, damit seid ihr jetzt wieder auf dem aktuellen Stand und wisst Bescheid, woran ich gerade arbeite und was ich vorhabe demnächst. Ich hoffe, euch hat dieses Kanalupdate gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.